Braucht ein Grafikdesigner Adobe Lightroom? Das ist die Frage, die wir uns heute stellen. Ja, Adobe Lightroom ist ja ein mächtiges Werkzeug zur Bildbearbeitung. Ja, man könnte jetzt sagen, okay, ist Photoshop auch? Ja, stimmt. Aber im Prinzip ist Lightroom deine Datenbank, in der du die ganzen Bilder reinladen und alle gemeinsam bearbeiten kannst. Ist Adobe Lightroom für Grafikdesigner nötig? Zum ersten einmal, ja, warum nicht, ne? Weil es gibt die Adobe Photosuite und wenn du dich dazu entschieden hast, dieses kleine Bundle monatlich zu kaufen, dann ist das schon enthalten, ne? Also warum sollte dann ein Grafikdesigner nicht Adobe Lightroom nutzen? Das wäre hier die große Frage, ne? Braucht er es? Ich würde sagen, es ist schon gar nicht so schlecht. Warum? Ein Grafikdesigner braucht Fotos, ne? Und wenn er Fotos braucht, dann möchte er die auch in irgendeiner Art und Weise bearbeiten können. Ja, man soll eigentlich so fotografieren, dass man die Fotos, die man hat, auch benutzen kann, aber wir haben heute unendliche Möglichkeiten. Und warum sollten wir die nicht nutzen in unserem Bearbeitungsprogramm? Warum sollten wir nicht die Sättigung erhöhen oder den Dunst entfernen oder die ganz ein bisschen nachschärfen? Warum nicht? Ja, wir können auch vieles, eigentlich alles, in Photoshop machen. Aber wie gesagt, wer Photoshop hat, hat auch gleichzeitig Lightroom. Also gibt es eigentlich keinen Grund, nicht auch Lightroom zu verwenden. Und wenn es nur ist, um erst einmal zu bearbeiten, ne? Oder du hast eine Fotoserie geschossen und möchtest die alle in einer ähnlichen Stimmung haben, dann würdest du eigentlich erst hingehen und diese in Lightroom bearbeiten, exportieren und dann weiter in Photoshop nutzen. Würde absolut Sinn machen. Ja, auch als Backup-Tool ist Adobe Lightroom bestens geeignet, weil das legt Datenbanken an. Und diese Datenbanken kannst du dir verschiedene anlegen und oder Mediatheken verschiedene anlegen und auf diese immer zugreifen, je nach Thema. Funktioniert auch prima. Also du kannst die Fotos nicht nur bearbeiten, sondern auch noch aufbewahren sozusagen. Und ja, mit verschiedenen Eigenschaften versehen. Deswegen, du kannst uns zum Beispiel Sterne zuweisen, ne? Besonders gute Fotos, besonders schlechte Fotos, wie auch immer. Du kannst natürlich auch da direkt löschen und gucken, was du eben brauchst oder nicht brauchst. Also im Großen und Ganzen ist Adobe Lightroom ein sehr mächtiges Werkzeug und ergänzt Photoshop eigentlich perfekt. Wie gesagt, es ist nicht unbedingt nötig, weil auch Photoshop hat das RAW-Modul und auch da kannst du Bilder bearbeiten, aber du kannst sogar das Bild bearbeiten und dann als Vorgabe abspeichern. Aber es ist sehr viel schöner, wenn ich das in Lightroom mache, ein Preset anlege und dann direkt beide Fotos vergleiche. Und das kann ich in Photoshop weniger gut. Es geht auch, es geht immer alles irgendwie. Aber es geht in Lightroom definitiv besser. Deswegen, wer das Bundle hat, wer Photoshop benutzt, ja, der sollte auch definitiv als Grafikdesigner auf Lightroom zurückgreifen. Da gibt es eigentlich keinen Grund, warum nicht, ne? Zudem finde ich es sehr gut, dass das Tool sich komplett auf das Entwickeln von Fotos fokussiert und dementsprechend kannst du darin natürlich sehr viel besser arbeiten. Wenn du Fotograf bist, würde ich sogar sagen, dass es eigentlich genügt, wenn du Adobe Lightroom hast. Im Gegensatz jetzt zu Photoshop, das musst du dann nicht unbedingt. Ja, es sei denn, du willst natürlich nicht nur Bildkorrekturen an einem Bild, was du fotografiert hast, vornehmen, sondern wirklich eine Bildmanipulation vornehmen. Dann ist natürlich wiederum Photoshop unerlässlich, ne? Aber für die pure Bildbearbeitung reicht dir Lightroom. Es gibt aber da auch noch andere Tools, die du nutzen kannst, wie Luminar zum Beispiel. Oder Affinity Photo, auch die haben ganz viele Tools an Bord, die du nutzen kannst und mit denen du deine Bilder bearbeiten kannst. Aber wie gesagt, bitte unterscheiden zwischen Bildmanipulation und Bildbearbeitung in dem Fall. Ja, wenn ich in Photoshop bin und ich möchte ein Objekt entfernen, dann ist das natürlich da unschlagbar, ne? Das geht vielleicht auch in Lightroom, aber eigentlich macht man es in Photoshop, ne? Weil Photoshop dient der Bildmanipulation, während Lightroom der
Verbesserung dient. Ne? Hoffentlich Verbesserung. Ne? Manchmal verschlimmbessert man ja auch Dinge. Ne? Okay, also ich hoffe, es hat dir geholfen. Ja zu Lightroom auf jeden Fall. Wenn du es lernen kannst, tu es. Es ist jetzt nicht wahnsinnig kompliziert. Kann man sich angucken, kann man lernen. Und man kann sogar digitale Produkte verkaufen, nämlich die Lightroom Presets, die nicht ideal sind. Ja, ich verlinke hier nochmal ein Video, aber die sich definitiv sehr, sehr gut verkaufen lassen. In diesem Sinne hoffe ich, das hat dir gefallen, das Video hat dir gefallen, die Informationen waren nützlich für dich. Und wenn dem so ist, dann abonniere doch bitte unseren Kanal, klick die kleine Glocke an, damit du benachrichtigt wirst, wann immer wir ein neues Video posten, und klick auf den Like-Button. Und natürlich, wenn du irgendwelche Kommentare dazu hast oder andere Programme, die du besser findest, freue ich mich, wenn du einen Kommentar hinterlässt. Bis zum nächsten Mal. Tschüss!